Hallo und willkommen zu einem neuen Stefan Drives Video. Ich bin heute mal alleine unterwegs, aber ich wollte euch eines nicht vorenthalten, denn ich glaube, hinter mir steht das vielleicht beste Allround-Auto, das ich in diesem Jahr gefahren bin. Und deswegen denke ich mir, machen wir heute mal wieder einen klassischen Autotest. Ich nehme euch mit und wir reden über Exterieur, Interieur. Wir fahren eine kleine Runde und wir reden über die Stärken und Schwächen des neuen und Spoiler Alert, ziemlich gut gelungenen Audi S5. Deswegen let's go und wir werfen gleich einen Blick auf die Front. Und das ist eigentlich das Unscheinbarste am gesamten Auto. Denn hier stehen wir vor der neuen Audi Markenfront. Also wir haben einen sehr breiten Audi Single Frame Grill, schöne schmale Scheinwerfer, natürlich mit Matrix LED Technik, und das ist zwar Geschmackssache, mir gefällt es nicht, ziemlich viele Chromelemente. Natürlich gibt es das Ganze auch ohne Chrom, wie ich es präferieren würde, mit Schwarz. Aber auch so steht der Audi S5 richtig gut da. Und gleich zum Design allgemein. Ich muss schon ehrlich sagen, ich bin kein Riesenfan der aktuellen Audi Designsprache und gerade die Elektromodelle wie Q4, A6, e-tron und so weiter gefallen mir nicht so gut. Aber wenn einem Auto die neue Designsprache von Audi gut steht, dann dem neuen Audi A5 Sportback. Ich nehme euch kurz mit, vermutlich wisst ihr es schon, es gibt keinen Audi A4 mehr, alle Audi A4s oder A5s heißen nun A5. Es gibt kein Cabrio mehr, es gibt nur mehr Audi A5 Avant und Audi A5 Sportback. Und ja, ihr wisst es auch, normalerweise bin ich ein Fan von schnellen und sportlichen Kombis, aber in diesem Fall gefällt mir diese super schöne stromlinienförmige Silhouette wirklich richtig gut. Das Auto ist die perfekte Mischung aus Coupé und Limousine und ist genau das, was ein S5 sein soll. Nämlich sportlich, elegant und ein echter Alleskönner, aber dazu gleich mehr. Doch zuerst werfen wir noch einen Blick auf die absolute Schokoladenseite des Audi S5 Sportbacks. Und ich bin ehrlich mit euch, ich wollte eigentlich zuerst den Audi S5 Avant testen, denn ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von sportlichen Kombis. Doch nach ein paar Tagen im Sportback nehme ich alles zurück. Das ist the way to go. Es ist super elegant, super schön und jetzt komme ich zum Punkt. Dieses neue, typische Audi-Heck mit der durchgezogenen Leuchtleiste steht keinem aktuellen Audi so gut wie dem S5. Und die gesamten Proportionen sind ebenfalls maßgeschneidert zum Auto, denn ein S5 schreit nicht, boah, schaut mich an. Ein S5 schreit nicht nach Aufmerksamkeit, ein S5 ist einfach dieser subtile Gentleman, der alles kann. Der super schnell ist, elegant ist, komfortabel ist und einfach mal abliefert, ohne ihm alles zu posaunen. Ein S5 ist kein Krypto-Coach, der seinen Erfolg in die Welt hinaus posaunt. Ein S5 ist ein stiller Manager irgendwo in der oberen Mittelschicht, der seine Arbeit seit Jahrzehnten verlässlich macht. Und genau das macht der S5 auch 2025. Jetzt steigen wir ein und dann wird es interessant, denn hier gibt es vielleicht den einen oder anderen Schwachpunkt. Ja, ganz wichtig, bevor ich es vergesse, der Audi S5 hat endlich wieder echte Endrohre und das überprüfen wir jetzt mit dem CarWow Stick of Truth. Diese Idee klaue ich mir jetzt. Das mag für viele ein wirklich unwichtiges Detail sein, aber ein sportliches Fahrzeug mit Fake-Endrohren ist einfach, das zählt nicht. Der erste Eindruck im Innenraum ist natürlich positiv. Für mich immer relevant beim sportlichen Auto ist die Sitzposition. Und das könnte eigentlich kaum besser sein. Ich sage es immer dazu, ja, ich bin ziemlich groß, nämlich fast 2 Meter. Und ich sitze natürlich ungern zu hoch oder habe zu wenig Platz bei den Knien. Und das ist hier im S5 wirklich einfach perfekt. Das nächste Relevante ist die Materialanmutung. Was berühre ich den ganzen Tag? Ja, dieser S5 ist super ausgestattet, dazu später mehr. Aber egal was ich berühre, ist entweder perforiertes Leder, Kunstleder hier, schönes
Leder oder Kunstleder, kann ich nicht genau bestätigen, an der Mittelkonsole. Und ansonsten ist es wenig überraschend ziemlich touchlastig. Das heißt, die Lenkradtasten sind berührungsempfindlich, das heißt keine haptischen Knöpfe oder doch eben haptische Knöpfe, aber keine physischen Knöpfe. Und somit kommt man immer wieder an Funktionen, die man eigentlich gar nicht bedienen möchte. Das Spiel setzt sich in abgeschwächter Form im zentralen Display fort, das heißt, es gibt im gesamten Audi S5 eigentlich keinen einzigen physischen Knopf, außer den Start-Stopp-Button hier in der Mittelkonsole und den Lauter-Leiser-Drehregler, den man aber eigentlich nie benutzt, weil man ja die Lautstärke, zumindest in meinem Fall, immer am Lenkrad steuert. Wer jetzt sagt, das klingt aber nicht neu, ja, der hat recht, denn diese gesamte Displaylandschaft mit digitalem Tacho-Display, sehr großem, geschwungenen zentralen Touch-Display und Beifahrerdisplay, dieses ganze System findet sich jetzt eigentlich in jedem großen Audi wieder. Das heißt, im neuen Audi Q5, im Audi A5, im Audi A6 und schlag mich tot. Das heißt, das ist eigentlich ein Audi Einheitssystem und man gewöhnt sich dran. Das zentrale Touch-Display ist eigentlich recht easy zu bedienen, sehr übersichtlich, denn hier gibt es eine permanente Klimaleiste und super einfache Tasten für Sitzkühlung, Temperatursteuerung und ein zentrales Shortcut-Menü für Apple CarPlay, und damit hat man eigentlich alle Funktionen, die man beim täglichen Fahren braucht. Aber noch ein Wort zu diesem Audi Standard Cockpit. Ja, das gibt es eigentlich in fast jedem Audi, aber ich finde, und vielleicht ist es meine rosarote Audi S5 Brille, diese Landschaft steht dem A5 eigentlich am besten. Also es passt hier wirklich alles wie angegossen rein und es sieht eigentlich fast so aus, als wäre dieses ganze System für den A5 entwickelt worden. Mir gefällt es gut und je länger ich mit dem A5 fahre, desto mehr drängt sich die Frage auf, wer braucht eigentlich noch einen Audi A6? Denn das gesamte Auto ist auch ordentlich gewachsen. Audi hat den A4 ja auf A5 umbenannt und das hat zwar für Verwirrung gesorgt, doch es macht bei genauerem Hinsehen eigentlich sogar Sinn. Denn das Auto ist fast schon eine halbe Klasse größer als sein Vorgänger. Hier als Audi S5 Sportback haben wir eine Länge von 4,83 Meter. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Und wie ich finde, macht dieses Auto den A6 als Limousine oder jetzt auch als Sportback obsolet. Aber auch preislich spielen wir hier in der absoluten Oberklasse. Aber hier dazu ein kleiner Disclaimer. Erstens, der Audi S5 ist jetzt im Juli 2025 das Ende der Fahnenstange, denn es gibt noch keinen RS5 und somit geht es kaum besser. Und als Pressefahrzeug ist er natürlich auch ziemlich gut ausgestattet. Und wir haben in Österreich sowas wie die Nova. Und die Nova ist leider Gottes eine fast schon Strafsteuer auf Autos mit Verbrennungsmotor. Und dementsprechend beginnt der Audi S5 in Österreich bei 88.600 €. Und wenn man dann schöne Optionen wählt, die wir natürlich lieben, wie ein super geniales und kristallklares Bang & Olufsen Soundsystem, schöne belüftete Sitze, rote Bremssättel, Technikpaket Pro, 20 Zoll Felgen, bla 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 bla, Sportsitze Plus, kommen wir auf einen Listenpreis brutto von 108.000 €. Das ist natürlich echt eine Menge Geld, aber wie soll ich sagen, mittlerweile sind ziemlich viele Autos ziemlich teuer, aber ich habe das Gefühl, dass man für diesen Audi S5 tatsächlich noch relativ viel für sein Geld bekommt. Und das beginnt eigentlich schon beim Motor. Audi hat sich da nämlich wirklich richtig viel einfallen lassen und ich muss sagen, es gefällt mir hervorragend, was daraus entstanden ist. Viele Marken gehen auf Downsizing, verbauen Vierzylinder in trotzdem Oberklassenmodelle und das passt nicht. Und Audi hat gesagt, jawohl, wir machen das genauso und wir
entwickeln einen neuen 6-Zylinder Benzinmotor mit Mild-Hybrid Plus System. Ich habe es im Audi A6 Video schon kurz erklärt, aber ich sage es einfach nochmal in Kurzfassung. Das Mild-Hybrid System ist eine 48 Volt Batterie, die den Verbrennungsmotor quasi beim Anfahren unterstützt und das Auto auch segeln lässt. Was heißt segeln? Das heißt, wenn kein Vortrieb benötigt wird, ermöglicht das Segeln oder eigentlich ermöglicht das Mild-Hybrid-System, dass alle Systeme weiterlaufen, während der Verbrennungsmotor komplett abgeschaltet werden kann. Das spart einfach jede Menge Sprit und Emissionen. Und jetzt hat Audi noch eine Stufe weitergetrieben und ein Mild-Hybrid-System Plus auf den Markt gebracht. Und das heißt einfach noch mehr Elektropower und das Auto kann jetzt nicht nur einfach rollen, sondern fährt, wie jetzt gerade, einfach elektrisch. Also wenn nicht viel Leistung benötigt wird, kann dieser kleine Motor im Getriebe für Vortrieb sorgen und somit kann man elektrisch rückwärts einparken, elektrisch anfahren. Und das senkt die Emissionen immer weiter. Und das System bringt's. Schwarz auf weiß sehe ich es hier am linken Rand meines schönen Tacho-Displays bei einem Verbrauch von 7,4 Litern auf 100 Kilometer. Aber bitte nicht vergessen, Freunde, wir sprechen von einem Auto mit 367 PS Systemleistung und 3 Litern Hubraum. Ich finde das einfach geil, dass sich einfach Technologie durchsetzt und nicht immer nur Downsizing die Antwort auf alle Fragen ist. Wenn wir vom Motor reden, reden wir von der Paradedisziplin des neuen Audi S5. Denn wie es sich für einen perfekten S5 gehört, ist das Auto schnell, ohne aufdringlich zu sein und lässt sich einfach super bequem und komfortabel bewegen. Diese 7,4 Liter Verbrauch kommen nicht zustande, weil ich durch die Stadt gerollt bin. Nein, ich bin über die Autobahn zum Repulring nach Spielberg gefahren. Ich war am anderen Ende Österreichs auf Landstraßen und Autobahn und bin eben jetzt wieder in Wien in der Stadt. Der Audi fährt sich in jedem Terrain super leicht. Einfach einsteigen, losfahren und genießen. Aber er kann eben mehr als das. Im Dynamikmodus sind alle Systeme auf scharf gestellt und ja, das S im S5 hat er auch verdient. Obwohl der Motor der gleiche ist wie im A6 V6 Benzin, ist er hier nochmal spürbar dynamischer. Der Sound ist etwas kerniger, auch wenn es hier schwer zu hören ist. Das Fahrwerk ist natürlich adaptiv und im Dynamikmodus ist auch die Lenkung samt Hinterachslenkung einfach straff, aber nicht zu hart abgestimmt. Eben wie ein S5 sein muss. Und schon geht die Testfahrt zu Ende und es wird Zeit für ein kurzes Fazit. Meine Meinung ist klar. Wer sich einmal an das Touchlenkrad und die allgemeine Bedienung gewöhnt hat, der findet hier mit dem neuen S5 Sportback ein Auto vor, das alles kann. Egal ob es nicht nur wunderschön aussieht, einen genialen Motor unter der Haube hat oder einfach bis unter das Dach voller Hightech ist. Was mir besonders gefällt, ist die Sitzposition, typisch sportlich, aber auch komfortabel. Eben wie gesagt der Motor, der Effizienz und Sportlichkeit vereint, aber über allem steht dieser S5-Charakter. Der S5 liefert ab, ohne zu schreien. Ein S5 braucht keine Aufmerksamkeit, ein S5 bekommt sie ohnehin. Ein perfektes Auto, das, wie ich finde, besonders in 2-3 Jahren interessant werden könnte. Denn alle moderne Autos haben Wertverlust und ich glaube, so ein S5 könnte als junger Gebrauchter ziemlich günstig den Besitzer wechseln. Also lieber schon mal jetzt einen Suchagenten einstellen. Das macht zumindest ich. Und ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wer 90.000 Euro über hat, hier ist es. Dein Auto, das alles kann.